Meine 10-5-2-Strategie für den Finanzkollaps 2026. Stell dir vor, es ist März 2026. Die Unze Gold hat gerade die Marke von 4.400 € durchbrochen, nachdem sie kurz zuvor ein Rekordhoch von über 5.300 US-Dollar erreicht hat. Wer vor einem Jahr gekauft hat, als der Preis noch bei rund 2.700 € lag, sitzt jetzt auf einem saftigen Gewinn von über 60%. Gleichzeitig? Bitcoin, das angebliche digitale Gold, tritt auf der Stelle und benimmt sich eher wie eine nervöse Tech-Aktie als ein Fels in der Brandung. Genau hier machen die meisten Anleger einen entscheidenden Fehler. Sie denken, sie müssten sich zwischen Gold, Silber oder Bitcoin entscheiden. Das ist ein gefährliches Spiel. Es kostet dich entweder das explosive Wachstum oder die dringend nötige Sicherheit. Aber was, wenn du beides haben könntest? Genau dafür habe ich meine 10-5-2-Barbell-Strategie entwickelt. Ich zeige dir, wie du einen krisenfesten Anker für dein Vermögen mit den explosiven Chancen kombinierst, die dich als Gewinner aus der Krise hervorgehen lassen, die viele für unausweichlich halten. Die neue Realität von 2026. Okay, mal ganz ehrlich. Wenn du die Schlagzeilen der großen Finanzmedien liest, hörst du was von allmählicher Erholung und moderatem Wachstum. Die Bundesbank spricht davon, dass die Wirtschaft langsam wieder anzieht. Aber unter dieser dünnen Decke aus Zweckoptimismus brodelt es gewaltig. Wir leben in einer Welt voller Risiken, die die meisten einfach ignorieren. Erstens, die Inflation ist zwar nicht mehr auf ihren Höchstständen, aber sie klebt hartnäckig über den Zielen der Zentralbanken. Gleichzeitig ist die Staatsverschuldung im Westen auf einem Level, das man sonst nur aus Kriegszeiten kennt. Dazu kommt die zersplitterte geopolitische Lage. Handelsstreitigkeiten und Konflikte sind die neue Normalität geworden und zwingen die Länder zur Deglobalisierung, ein teurer Prozess, der die Preise weiter anheizt. In so einem Umfeld ist der Anstieg des Goldpreises keine Überraschung, er ist die logische Konsequenz. Und es sind nicht nur private Anleger, die in Gold flüchten. Es sind vor allem die Zentralbanken von Schwellenländern, die seit Monaten Gold in Rekordmengen kaufen. Sie tun das nicht zum Zocken, sondern aus tiefem Misstrauen gegenüber dem US-Dollar. Sie betreiben aktive Entdollarisierung und suchen einen neutralen Wertspeicher, der außerhalb der Politik steht. Und seit 5000 Jahren ist die Antwort darauf Gold. Prognosen von Giganten wie JP Morgan, die den Goldpreis bis Ende 2026 bei über 6.000 US-Dollar sehen, machen die Runde und untermauern diesen Trend. Das ist kein kurzfristiger Hype. Das ist eine fundamentale Neubewertung von Sicherheit. Und Bitcoin? Das Szenario von 2026 hat die Story vom digitalen, sicheren Hafen ziemlich alt aussehen lassen. Anstatt in der Krise zu glänzen, hat sich Bitcoin als Risk-on-Asset entpuppt, das stark mit den Tech-Märkten korreliert. Fällt die Nasdaq, fällt auch Bitcoin. Steigt die Unsicherheit, flüchten Anleger eben nicht in Krypto, sondern in das, was sich über Jahrtausende bewährt hat. Obwohl die Fans weiter auf Kurse über 100.000 US-Dollar hoffen, bleibt die Realität. Von der Stabilität des Goldes ist Bitcoin meilenweit entfernt. Wir stehen also vor einer tiefen Kluft. Hier das stabile, aber vielleicht langweilige Gold. Dort das volatile, aber potenziell explosive Bitcoin. Und genau hier setzen die meisten falsch an. Das Kerndilemma. Die Psychologie der falschen Entscheidung. Das Problem ist nicht nur finanziell, sondern vor allem psychologisch. Es fühlt sich an wie eine Grundsatzentscheidung. Wähle ich die Vergangenheit oder die Zukunft? Greifbare Sicherheit oder digitale Verheißung? Wenn du voll auf Gold gehst, sicherst du dich ab. Du besitzt etwas, das du in der Hand halten kannst, ohne einer Bank vertrauen zu müssen, und das seit Jahrtausenden als Geld funktioniert. Aber in deinem Hinterkopf nagt die Angst, die vielleicht größte technologische Revolution seit dem Internet zu verpassen. Du verzichtest auf die Chance einer asymmetrischen Wette, die Möglichkeit, mit einem kleinen Einsatz das Leben zu verändern. Setzt du hingegen alles auf Bitcoin, umarmst du die Zukunft und die Dezentralisierung. Du hast einen Wertspeicher, der nicht einfach so vermehrt oder zensiert werden kann. Aber du setzt dein Vermögen einer brutalen Volatilität aus. Du bist abhängig von Strom, Internet und der Sicherheit deiner Passwörter. Ein Hack, ein Verbot oder einfach nur eine schlechte Phase am Tech-Markt könnten dein Vermögen halbieren, während um dich herum die Welt wackelt. Diese Alles-oder-Nichts-Mentalität ist ein Rezept für eine Katastrophe. Sie führt entweder zu Reue über verpasste Chancen oder zu Panikverkäufen im dümmsten Moment. Die Wahrheit ist, du musst dich nicht entscheiden.
Die klügste Strategie ist nicht, den Gewinner vorherzusagen, sondern ein System zu bauen, das von beiden Szenarien profitiert. Die Lösung, der Babel-Ansatz. Die Lösung ist ein Konzept, das der brillante Risikoanalyst Nassim Nicholas Taleb populär gemacht hat. Die Hantelstrategie. Stell dir eine Hantel vor. Auf der einen Seite ein extrem schweres, sicheres Gewicht. Auf der anderen ein ganz leichtes, aber explosives Gewicht. In der Mitte? Nichts als die Verbindungsstange. Übertragen auf deine Finanzen bedeutet das: Du packst den Großteil deines Vermögens, sagen wir 80–90%, in extrem sichere Anlagen. Die andere kleine Seite, 10–20%, steckst du in hochspekulative Wetten mit massivem Potenzial. Was du meidest, ist die Mitte. Anlagen mit mittlerem Risiko, die in einer echten Krise weder Sicherheit noch explosive Gewinne bringen. Genau diesen Gedanken habe ich in eine simple, umsetzbare Regel für unsere Situation heute übersetzt. Meine 10-5-2-Strategie. Sie ist der Bauplan für deine persönliche Finanzfestung, die den Fels in der Brandung mit einer agilen Spezialeinheit kombiniert. Bevor wir jetzt tief eintauchen und ich dir zeige, was genau in die 10, die 5 und die 2 gehört, nimm dir eine Sekunde. Wenn du verstehen willst, wie du dein Vermögen nicht nur schützt, sondern strategisch vermehrst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Die Märkte schlafen nicht und die entscheidenden Infos darfst du nicht verpassen. Der 10% Anker, dein finanzielles Fundament. Der erste und wichtigste Teil ist die 10. Sie steht für 10% deines investierbaren Vermögens in physischem Gold. Das ist die schwere, sichere Seite deiner Hantel. Dein unerschütterlicher Anker im Sturm. Warum 10%? Das ist eine relevante Größe. Genug, um dein Portfolio in einer Krise zu stabilisieren, aber nicht so viel, dass es deine Rendite abwürgt, wenn alles gut geht. Es ist deine ultimative Versicherungspolice. Und warum physisch? Weil es der einzige Weg ist, das Risiko eines Zahlungsausfalls komplett auszuschalten. Zertifikate, ETFs, Minenaktien, das sind alles nur Papierversprechen. In einer Systemkrise zählt nur das Gold, das du direkt kontrollierst. Es gilt der eiserne Grundsatz: Wenn du es nicht halten kannst, besitzt du es nicht. Ob im Tresor oder sicher zu Hause, ist deine Entscheidung. Wichtig ist der direkte Besitz. Selbst dieser Sicherheitsanker ist alles andere als totes Kapital. Der Kauf von Gold ist 2026 keine rein defensive Entscheidung mehr, sondern eine Positionierung auf einen globalen Trend. Klar, diese Sicherheit kostet etwas, typischerweise einen Aufschlag von 3–5% beim Kauf und eventuell Lagerkosten. Aber sieh es als Prämie für die beste Versicherung, die du für dein Vermögen kaufen kannst. Und hier kommt der absolute Hammer für Anleger in Deutschland. Gewinne aus dem Verkauf von physischem Gold sind nach einer Haltedauer von nur einem Jahr komplett steuerfrei. Der Staat kann dir von den Gewinnen deiner Krisenvorsorge nichts wegnehmen. Allein das macht Gold zu einem unschätzbar wertvollen Baustein. Der 5% Spekulationsbooster, die Macht des Silbers. Kommen wir zur 5. Sie steht für eine Allokation von 5% deines Vermögens in der physischem Silber. Silber ist der kleine Bruder von Gold, aber mit einer deutlich explosiveren Persönlichkeit. Der erste Teil unserer spekulativen Seite. Silber hat eine faszinierende Doppelrolle. Es ist ein monetäres Metall, aber gleichzeitig ein unverzichtbares Industriemetall. Über die Hälfte der Nachfrage kommt aus der Industrie, und dieser Anteil wächst. Denk nur an die Megatrends: Energiewende und KI. Jedes Solarpanel, jedes E-Auto, unzählige elektronische Bauteile brauchen Silber. Diese unaufhaltsame Nachfrage trifft auf ein Angebot, das kaum hinterherkommt. Deshalb wird Silber oft als Gold auf Steroiden bezeichnet. Seine Volatilität ist viel höher. Steigt Gold um 10%, kann Silber locker 20 oder 30% zulegen, aber auch genauso stark fallen. Darum gehört es auf die spekulative Seite. Analysten sprechen von Preisszenarien, die in den dreistelligen Bereich pro Unze gehen könnten. Und auch hier gilt der unschätzbare Vorteil für deutsche Anleger. Genau wie bei Gold sind Gewinne aus dem Verkauf von physischem Silber nach einem Jahr Haltefrist komplett steuerfrei. Du kannst die volle Wucht einer Silber-Rallye mitnehmen, ohne dass das Finanzamt mitverdient. Der 2% Katalysator, Bitcoins asymmetrische Wette. Jetzt zur letzten und wohl umstrittensten Zahl, der 2. Das steht für eine Allokation von 2% deines Vermögens in Bitcoin. Dies ist die Spitze deiner Spekulation, das leichteste, aber potenziell kraftvollste Gewicht an der Hantel. Warum nur 2%?
Weil Bitcoin, wie wir im Szenario von 2026 gesehen haben, extrem unberechenbar ist. Aber eine kleine Allokation ist alles, was du für eine asymmetrische Wette brauchst. Das Konzept ist genial einfach. Wenn Bitcoin auf Null fällt, unwahrscheinlich, aber möglich, verlierst du nur 2%. Ein Kratzer. Wenn Bitcoin sich aber verfünffacht oder verzehnfacht, was absolut im Bereich des Möglichen liegt, hat dieser kleine Einsatz eine gewaltige positive Wirkung auf dein gesamtes Vermögen. Das ist das Wesen intelligenter Spekulation. Die Risiken sind klar: hohe Korrelation zu Aktienmärkten, regulatorische Gefahren und das Risiko von Hacks. Aber die Chance ist eben auch gewaltig. Die Chance, in ein globales, dezentrales Wertesystem zu investieren, bevor es im Mainstream voll ankommt. Auch hier müssen wir auf die Steuern in Deutschland schauen. Gewinne sind nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei. Aber nur, wenn du die Coins wirklich nur hältst. Sobald du damit Zinsen verdienst, Staking, ändern sich die Regeln. Zudem plant die EU ab 2026 eine umfassende Meldepflicht für Kryptobörsen, was die Transparenz für die Finanzämter massiv erhöht. Eine saubere Strategie ist also entscheidend. Diese 2%-Position ist ein Ticket für die digitale Zukunft, aber mit eingebautem Airbag. Okay, schauen wir uns das Gesamtbild an. Mit der 10-5-2-Strategie hast du insgesamt 17% deines Vermögens in harte Werte außerhalb des Bankensystems investiert. Die restlichen 83%, Aktien, Immobilien, Cash, sind durch diesen Schutzwall abgeschirmt. Aber die wahre Genialität entfaltet sich erst durch einen disziplinierten Prozess. Das Rebalancing. Das heißt, du stellst einmal im Jahr deine ursprüngliche Gewichtung wieder her. Stell dir vor, Gold hat eine massive Rallye hingelegt und dein Anteil ist von 10% auf 15% deines Vermögens gewachsen. Gleichzeitig ist Bitcoin gefallen. Die Strategie zwingt dich jetzt zu einem emotionslosen, antizyklischen Schritt. Du verkaufst einen Teil deiner Goldgewinne, um wieder auf 10% zu kommen. Den Gewinn investierst du in die Anlageklasse, die gefallen ist, in diesem Fall Bitcoin, um deren Anteil wieder auf 2% zu heben. Was du damit machst, ist die Umsetzung der ältesten Börsenweisheit: Kaufe niedrig, verkaufe hoch. Aber du tust es nicht aus dem Bauch heraus, sondern als Teil eines mechanischen Systems. Dieser Prozess nimmt die Emotionen aus dem Spiel. Du wirst zum strategischen Manager deines Geldes, nicht zum Sklaven deiner Gier oder Angst. Wir stehen am Rande einer neuen finanziellen Ära. Die alten Gewissheiten bröckeln. Wer jetzt stur an alten Strategien festhält, wird zu den Verlierern gehören. Die 10-5-2-Barbell-Strategie ist dein Fahrplan durch diese Zeit. Sie ist einfach, aber tiefgründig. Sie kombiniert die Weisheit von Gold mit der Kraft von Silber und der Chance von Bitcoin. Sie schützt dich vor dem schlimmsten Szenario und lässt dich gleichzeitig vom Besten profitieren. Nochmal im Überblick: der 10%-Anker. Physisches Gold als deine ultimative Versicherung. Der 5% Booster. Physisches Silber als dein Hebel auf die industrielle Zukunft. Der 2% Katalysator. Bitcoin als deine kleine asymmetrische Wette auf die digitale Revolution. Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Es geht darum, eine robuste Struktur zu bauen, die Schocks standhält und von Volatilität profitiert. Mit dieser Strategie nimmst du das Ruder selbst in die Hand. Jetzt bist du dran. Wie sieht deine Aufteilung aus? Hältst du mehr Silber als Gold? Sind 2% in Bitcoin für dich zu viel oder zu wenig? Schreib deine Gedanken und deine Strategie in die Kommentare. Der Austausch hier ist unser wertvollstes Gut. Und wenn du sehen willst, wie ich diese Strategie weiter anpasse, stell sicher, dass du abonniert hast. Das Spiel hat gerade erst begonnen.